Polizei, kein Job wie jeder andere. Recht und Ordnung durchsetzen, notfalls mit Gewalt. Die Polizistinnen stehen oft zwischen den Fronten bei ihren Einsätzen, wie hier im Dannenröder Forst. Wir werden mit jeder Faser unseres Körpers das verteidigen, mit jeder Faser unseres Körpers. Dann all die negativen Schlagzeilen. Rassistische Vorfälle bei der Polizei, Beamte, die Recht brechen. Können wir den Ordnungshütern noch trauen? Also ich bin total gerne Polizist und ich glaube, dass diejenigen, die sich für diesen Weg entscheiden, keinen Schulterklopfer erwarten. Was ist da los bei der Polizei? Und wer sagt heutzutage noch, ich will Polizist werden? Ich bin hier im Dannenröder Forst in Hessen. Hier werden Bäume gefällt, um eine Autobahn auszubauen. Das hat ein Gericht so entschieden. Und nun muss die Polizei die Rechte der Projektgesellschaft hier durchsetzen. Und das gegen viele Umweltaktivistinnen, die eigentlich die Natur schützen wollen. Wieder einer dieser nervenaufreibenden Einsätze. Während andere zu Hause die Zeit mit der Familie genießen, verbringen die Einsatzkräfte ihr Wochenende im Wald. Den Rechtsstaat durchsetzen, heißt in diesem Fall den Wald räumen. Es wird aber mit Sicherheit auch einen deutlichen Widerstand geben, wenn im Dannenröder Forst die dortigen Baumhäuser, Plattformen und Ähnliches, wenn die beseitigt werden oder geräumt werden, dann stellen wir uns darauf ein, dass es da Handlungen gibt, die sehr herausfordernd werden. Mehrere Hundertschaften der Polizei sind angereist. Sie kommen aus Hessen, Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Es gibt ein Recht auf Dienstverweigerung! Es gibt ein Recht auf Dienstverweigerung! Sei es die Rodung eines Waldes oder die Begleitung einer Demo von Rechtsradikalen. In solchen Einsätzen werden die Beamten selten als Freund und Helfer wahrgenommen. Sie können sich ja da aufhalten, nur hier nicht. Sie können gerne hinter das Förderband gehen. Ja, ich denke, dort wird gearbeitet. Hier stehen wir doch nur rum. Wir stehen doch hier nur rum. Und ich versuche Ihnen klarzumachen, was Sie hier tun. Ja, vielen Dank dafür. Also das ist unser höchstes Ziel, dass wir kommunikativ und deeskalativ vorgehen. Das ist grundsätzlich polizeiliches Arbeiten. Wir haben speziell ausgebildete Kommunikatoren im Einsatz. Das ist unser Ansatz und dass wir jede Einsatzmaßnahme und jede Aktion, die gestartet wird seitens der Waldbesetzer, sofort kommunikativ begleiten. Wir werden mit jeder Faser unseres Körpers das verteidigen, mit jeder Faser unseres Körpers, selbst wenn wir Schaden nehmen. Polizisten, die das Recht umsetzen, stehen Bürgern gegenüber, die das für falsch halten. Im konkreten Fall das Urteil der Gerichte, dass die Autobahn gebaut werden darf. Dabei dürfen die Beamten auch Gewalt anwenden. Freunde macht man sich damit keine. Ich war beim Polizeieinsatz am Freitag hier. Die Polizei war meiner Ansicht nach angespannt. Es gab Schlagstockeinsätze, es gab Pfefferspray-Androhungen. Die Leute wurden sehr gewaltsam aus dem Wald wieder rausgebracht. Es gab Festnahmen. Während die Aktivisten weggetragen werden, fällen schwere Forstmaschinen die ersten Bäume. Wenn es gut läuft, bleibt es einigermaßen friedlich. Keine Garantie in einer Gesellschaft, die sich immer weiter polarisiert und in der Polizistinnen und Polizisten immer öfter zwischen den Fronten stehen. Ich habe tatsächlich Schüler in meiner Klasse, die sagen, Mensch, mein Papa ist Polizist und der muss jetzt hier in Einsatz. Und die haben Angst. Die haben wirklich Angst um ihre Eltern. Proteste wird es auch in den nächsten Tagen geben. Die Polizistinnen und Polizisten werden wieder Waldbesetzer wegtragen, die Zufahrten blockieren und sich verbarrikadieren. Auch wenn das Anliegen, den Wald zu schützen, manchen Polizisten vielleicht sogar sympathisch ist. Wie hält man diesen Konflikt aus, will ich wissen. Ich bin verabredet mit Martin Kirsch. Er ist Polizist und in der Interessengemeinschaft Polizei Grün engagiert. Er ist nicht im Dannenröder Forst eingesetzt, kennt aber diese Art von Einsätzen gut. Ja, Herr Kirsch, wir kennen auch andere Bilder, Einsätze, die in eine ganz andere Richtung gehen. Wie kommt es zu solchen Vorfällen? Prinzipiell natürlich sollte ein Polizist sich immer an Recht und Gesetz halten und sollte immer ruhig bleiben und gelassen bleiben. Das fällt aber natürlich manchmal nicht leicht. Wenn man sich jetzt, wie wir zum Hambacher Forst gehen, da haben Aktivisten mit Fäkalien geschmissen, teilweise auch sollen Fallen gestellt worden sein.
Da kann ich schon verstehen, wenn irgendwann den Kollegen auch mal auf gut Deutsch die Hutschnur reißt und sie anfangen zu menscheln. Wenn am Ende jetzt ein Polizist grundlos Gewalt anwendet, ist das trotzdem noch eine Straftat und muss verfolgt werden. Aber ich kann zumindest verstehen, dass manche Kollegen einfach irgendwann zu viel haben. Und die andere Ebene ist natürlich, dass es auch Missverständnisse geben kann. Ja, also zum Beispiel, wenn Aktivisten versuchen, eine Blockade zu brechen. Ist nicht mit Gewalt, sondern einfach nur versuchen, weiterzulaufen. Irgendwann hat die Polizei auch das Recht, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt einzusetzen, wie es im Rechtsdeutsch heißt. Also sprich, Gewalt anzuwenden, vielleicht auch einen Schlagstock anzuwenden, um die Demonstranten effektiv aus der Absperrung draußen zu halten. Ja, das ist nicht schön. Das sieht richtig blöd aus und tut auch weh. Das tut auch weh. Aber man muss immer noch klar halten, dass die Polizei jetzt nicht total grundlos geschlagen hat, sondern weil den ersten Aufforderungen und dem relativ gewaltlosen Vorgehen keine Entspannung gefolgt ist, sondern dem Verwaltungsakt wegzubleiben nicht Folge geleistet wurde. Und dann kann man irgendwann auch Gewalt einsetzen. Das wird aber natürlich von der anderen Seite natürlich so verstanden, dass da grundlos geschlagen wurde, weil es ging noch keine Gewalt von den Demonstranten aus. Aber was macht das dann auch mit Ihnen als Polizist, wenn Sie bei solchen Einsätzen dabei sind? Ist schon schwer manchmal. Man hat einen Eid aufs Grundgesetz geschworen und nicht auf die persönliche Meinung. Und dementsprechend kann es auch sein, dass man auf einmal auf Einsätzen Gewalt anwenden muss, wo man eigentlich für die Sache der Demonstranten wäre. Ja. Bin eigentlich von Natur aus jemand, der für Umweltschutz ist. Dann wäre es natürlich schon ein innerer Konflikt, wenn ich da als Polizist anfangen muss, die Rodungsmaßnahmen zu beschützen und durchzusetzen. Ja, wir leben halt immer noch in einem Rechtsstaat und da muss ich als Polizist dann meine eigene Meinung hinten anstellen, so wie ich das auch manchmal tun kann. In so einer Rodungsaktion oder aber auch bei Demonstrationen oder auch in einer anderen Sache, Fußballspiel oder so. Polizei ist da immer der Gegner. Ja, das ist richtig. Ich denke, das muss sich klar sein, wenn man zur Polizei geht. Man lebt in der Konfrontation. Das kann im kleinen Bereich sein, wenn ich jemanden anhalte, weil er den Gurt nicht angelegt hat. Das kann im großen Bereich sein, wenn es ganz groß hergeht und ich auf einer Demo bin, beim Fußballspiel. Und dementsprechend muss ich damit klarkommen, dass ich einfach Feindbild bin. Das darf ich nicht persönlich nehmen, weil sonst gehe ich irgendwann selber kaputt. Und ich glaube auch, dass es den einen oder anderen Kollegen gibt, der sowas irgendwann zu persönlich nimmt und irgendwann nur das Schlechte in der Welt sieht, weil er denkt, die Welt ist voller Verbrechen und alle hassen mich. Und dann kommen ja auch noch die Erlebnisse dazu. Wie gehen Sie denn damit um? Also Sachen, die Sie sehen, die man eigentlich nicht sehen möchte. Tote Menschen oder einfach Gewalt, zum Beispiel in Beziehungen, das kriegen Sie ja auch alles ab. Ich glaube, viel hilft, wenn man Leute hat, mit denen man darüber reden kann. Partner, Freunde, natürlich auch die Kollegen. Das klappt aber, glaube ich, leider nicht immer. Es gibt auch Sachen, die Sie einfach mit der Zeit reinfressen in den Kopf. Also wenn ich in Frankfurt Dienst leiste und am Tag 10 Ladendiebe mitnehmen und davon haben die wenigsten eine Biografie, die sich in Deutschland abspielt, dann kann ich verstehen, wenn sich vielleicht bei manchen Leuten Vorurteile festheften, weil man eben nur die Negativbeispiele sieht, ja, von Communities oder von Leuten oder von Menschen oder von Gesellschaften. Und ich glaube, deswegen wäre es auch dringend notwendig, dass man mal anfängt, darüber nachzudenken, professionelle Supervision grundsätzlich einzuführen, die einfach regelmäßig eine Hilfestellung bietet, und zwar unaufgefordert und auch verpflichtend. Ja? Um das Ganze mal zu reflektieren. Genau, zu reflektieren. Ja, also psychologische Hilfe ist auf jeden Fall sehr wichtig. Vor allen Dingen erleben manche Polizisten echt Traumatisierendes. Dass er heute wieder gelassen auf Streife gehen kann, ist das Ergebnis einer langwierigen Psychotherapie. Gerald Werner ist Polizeioberkommissar in Karlsruhe. Vor 10 Jahren kam es zu einem folgenschweren Einsatz. Ein Banküberfall mit dramatischem Ausgang. Ja, das war ein Freitagmittag im Dezember. Meine Streifpartnerin und ich, wir sind über Funk verständigt worden, dass in einer Bank ein Alarm ausgelöst worden ist. Sind dann dorthin gefahren. Dann kam kurz drauf eine Frau und ein Mann raus. Und die waren relativ zügigen Schrittes unterwegs. Gerald Werner will sie aufhalten, doch der Mann zieht eine Waffe und schießt. Werner schießt in Notwehr zurück. Ich habe dann gemerkt, ich habe ihn getroffen. Ja. Er hat sich so an den Körper gefasst und hat sich so leicht gekrümmt. Drehe mich zu der Frau um, die war links. Sehe dann auch wieder, wie sie aus einer Tasche eine Waffe zieht, auch wieder rausholt, auf uns richtet. Und dann habe ich auch auf die Frau geschossen. Die Frau ist dann umgefallen und ich habe dann in dem Moment gedacht, bleib einfach liegen, ja. Aber nicht jetzt, weil ich irgendwie wollte, dass sie schwer verletzt ist, sondern weil ich einfach wollte, dass sie aufhört mit dem, was sie vorhat.
Und habe dann gesehen, wie sie die Waffe hebt wieder, sich in den Mund steckt und abdrückt. 2 Tote, einer gestorben durch einen Schuss von Gerald Werner. Ein Trauma für den damals 28-Jährigen. Also geschlafen habe ich die erste Nacht gar nicht. Man ist da hellwach und man fängt sich natürlich an, Gedanken zu machen. Ja. Also meine Gedanken waren, was ist das für ein Mann gewesen? Hat er vielleicht irgendwo Kinder? Ja? Hast du jetzt vielleicht gerade einen Familienvater erschossen? Und so drehen sich die Gedanken, ja, immer wieder und wieder. Bereits am Tatort wird Gerald Werner psychologisch betreut. 120 psychosoziale Beraterinnen und Berater leisten in Baden-Württemberg Erste Hilfe und begleiten bei schweren Einsätzen. Carmen Maisch ist eine dieser psychologischen Beraterinnen. Oft falle es Polizisten nicht leicht, über seelische Belastungen oder die eigene Ohnmacht zu sprechen, sagt sie. Man ist eigentlich ja stark. Man ist der Probleme löst. Man wird gerufen, wenn ein Konflikt da ist, wenn eine Schwierigkeit ist und man hat es im Griff und man ist eigentlich darauf geprägt zu sagen, ich habe das Problem erkannt und ich weiß die Lösung und ich setze das jetzt um. Und das nicht zu können, das macht was mit einem. Und das ist schwer. Unfälle mit Schwerstverletzten, tote und missbrauchte Kinder. Polizeiarbeit nagt an der Seele. Und Polizisten sind immer häufiger auch selbst Opfer von Gewalt, so wie in der Stuttgarter Krawallnacht. Krankenhausreif geschlagen wurde auch Gerald Werner, als er Taschendiebe stellte. Ein Ereignis hat in Baden-Württemberg den Anstoß gegeben, die psychosoziale Beratung bei der Polizei deutlich auszubauen. Der Amoklauf in Winnenden vor 10 Jahren mit 16 Toten. Es hat viele Kollegen gegeben, die bis zum heutigen Tag, muss man auch sagen, leider unter den Auswirkungen dieses Ereignisses leiden. Es geht im Sinne der Prävention darum, dass diese Themen angesprochen werden, überall, tagtäglich. Und da ist einiges passiert. Und von daher, glaube ich, sind diese Haltungen, so ein Indianer kennt keinen Schmerz, wie man das so karikierend sagt, doch etwas abgemildert worden, auch wenn ich sicherlich nicht für die letzte Amtsstube garantieren kann, dass das da so ist. Viele Polizistinnen und Polizisten sind im Dauereinsatz, leisten Schichtdienste. Immer häufiger vermissen sie Respekt und Anerkennung. Wertschätzung drückt sich auch in Bezahlung aus. Wenn Sie einen Sonntag-Nachtdienst haben oder einen Samstag-Nachtdienst und Sie kriegen nicht mal 5 € zusätzlich, weil Sie zu ungünstigen Zeiten arbeiten, dann finde ich, macht es was mit den Menschen. Uns fehlt oft die Wertschätzung vor allem auch durch Politik. Polizeioberkommissar Werner hat sein Trauma dank psychosozialer Betreuung bewältigt. Doch dass er einen Menschen in Notwehr erschießen musste, das vergisst er nie. Mir ist klar geworden, Polizeidienst, dieser Beruf erfordert enorm viel innere Stärke. Bei eher mäßiger Bezahlung, Schichtdienst und vielen Überstunden. Wer möchte diesen Job überhaupt noch machen? Und was sind die Voraussetzungen? Termin im Trainingszentrum der Hochschule für Polizei und Verwaltung in Gießen. Ich treffe Oliver Amelang, der bald seine Ausbildung beenden wird. Wie Sie sehen, trainieren hier schon ein paar Studierende aus dem 3. Semester. Geht es hauptsächlich um allgemeine Verkehrskontrollen bis hin zum Herantreten ans Auto nach bewaffneten Raubüberfällen. Sieht schon ganz spannend aus. Ist das auch ein Grund, warum Sie Polizist werden möchten? Ja, definitiv. Also es ist ja ein sehr vielseitiger Beruf. Sowohl von den Aufgaben, die Situation im Alltag, als auch die Verwendungsmöglichkeiten später. Und waren dann auch alle gleich mit ihrem Berufswunsch einverstanden? Also in der Familie, im Freundeskreis? Ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Mutter würde sagen, um Gottes Willen, Kind, warum Polizei? Du riskierst ja dein Leben. Natürlich, also die Eltern, die Familie, die ist natürlich schon sehr besorgt. Ja. Oh, hier geht es auch schon ganz schön zur Sache. Wow! Also er wurde jetzt auf den Boden gesprochen, das Messer sollte er weglegen, genau wie da drüben. Ja. Und wow, also ich finde, ich kriege tatsächlich schon irgendwie Gänsehaut. Ich bin auch ein kleiner Angsthase, muss ich zugeben. Das ist ja unglaublich. Also ich meine, alleine hier die Übung macht mir echt jetzt schon ein bisschen Angst. Wie geht's Ihnen denn damit? Weil ich meine, das wird ja irgendwann wirklich Ihr Berufsalltag sein. Ja? Es kann passieren, dass Sie bespuckt werden, dass Sie beleidigt werden und dass Sie auch wirklich Ihr Leben riskieren müssen. Das stimmt, das gehört
zum Beruf dazu mittlerweile. Ja. Am Anfang, natürlich hat man Angst. Das sind neue Situationen, Extremsituationen, in die man da reingerät. Da muss man sich erstmal mental und auch technisch darauf vorbereiten. Und jetzt mittlerweile, ich bin ja im 6. Semester, also fast fertig, baut man da eine gewisse Routine auf, Erfahrung. Und dann würde ich nicht mehr von Angst reden. Man ist fokussiert, man hat natürlich Stress in dem Moment, aber mit dem kann man dann mit der Übung, mit dem Training immer besser umgehen. Ja. Genau. Jetzt auf der einen Seite erleben Sie als Polizist oder werden als Polizist natürlich Sachen erleben, die wahrscheinlich ja schon ganz schön an die Substanz gehen können. Auf der anderen Seite haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch sehr viele negative Schlagzeilen über die Polizei gelesen. Rechte Chatgruppen und Sonstiges. Wie geht es Ihnen denn damit so als Polizeianwärter? Beschäftigt Sie das? Natürlich, also es beschäftigt alle. Wir haben uns für den Beruf entschieden, eben aufgrund der Vielfalt, um den verschiedenen Menschen in den Situationen zu helfen. Und sowas, wenn man von WhatsApp-Gruppen hört, wo dann rechtsextreme Inhalte gepostet werden, das macht einen schon sauer in dem Moment. Ich setze mich ein auf der Straße für, man sagt ja so schön, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das wird dann durch wenige Einzelfälle dann eben kaputt gemacht. Das schon belastet Sie dann auch ein Stück weit, ja? Natürlich, ja. Es belastet uns im Kollegenkreis, es belastet uns bei den Maßnahmen, aber auch eben die Menschen, mit denen wir zusammen zu tun haben. Die haben natürlich auch ein Vorurteil bei uns allen Polizeibeamtinnen und Beamten. Umso wichtiger ist die Ausbildung, zu lernen, was es heißt, den Rechtsstaat zu verteidigen. Wann darf Gewalt eingesetzt werden und wenn ja, wie? Auch ich darf eine kleine Trainingseinheit mitmachen, mit echter Schutzweste und einem Waffengürtel. Die Pistole ist natürlich nur für Übungszwecke gedacht. Trotzdem checkt Einsatztrainer Martin Tischer nochmal, ob da auch wirklich keine Kugel in der Waffe ist. Einfach mal richtig in die Hand nehmen, ins Griffstück. Genau, dann aufgepasst. Ja. Das ist uns immer sehr wichtig. Verschluss nach hinten. Ja, mit Kraft. Ja, mit das Kraft. ist schon etwas. Das gibt's doch nicht. Ja, Okay. Ich würde vorschlagen, vielleicht, wenn wir jetzt so in so eine Lage gehen und wir jetzt so als Team arbeiten. Ich bin der Martin. Duzen wir uns. Wenn du nichts Ich bin dagegen Anne, hast. Ich bin der gerne. Anne. Hi Anne. Du bist der? Olli. Genau. Martin. Okay, super. Dann sind wir jetzt ein Team, ja? Auf geht's. Ihr seid auf Fußstreife unterwegs und ihr habt das gerade gesehen, dass ich die Handtasche entrissen habe und flüchte. Und irgendwann werdet ihr mich finden und ansprechen und festnehmen. Gut. Das ist euer Ding. Seid ihr soweit? Auf geht's! So, also erstmal hinterher. Stopp, Polizei! Erstmal irgendwie lustig, wie Räuber und Gendarm. Aber schnell merke ich, wie das Adrenalin in mir hochsteigt. Polizei, keine Bewegung! Bleiben Sie stehen! Hey! Mann! Bleiben Sie ruhig! Bleiben Sie stehen und setzt Pfefferspray ein! Bleiben Sie ruhig? Hey. Ganz ruhig jetzt erstmal. Ganz Was ist ruhig. denn los? Alles klar, ich will Ihre Hände sehen. Ja. Ist das klar? Ja, alles gut. Gut. Sie sind verdächtig, die Handtasche geraubt zu haben. Ja. Deswegen sind Sie jetzt erstmal festgenommen. Jetzt drehen Sie sich mit dem Körper gegen die Wand. Ran an die Arme. Ja. Sicher ist jetzt das Bein so ein bisschen. Ja. Das heißt, wir haben den Täter jetzt erstmal fest. Gut, Break. Oh, wow. Ist Hochstress, ne? Wahnsinn. Oh, hast du ganz gut gemacht. Ja, danke. Ich glaube, mit Sicherheitsabstand könnten wir auch die Masken doch Ja. noch mal. Dankeschön. Genau. Es ist doch echt alles ein bisschen beklemmt. Man braucht auf jeden Fall die körperliche Fitness, habe ich jetzt schon nur nach den paar Minuten gemerkt, Genau. mit dieser schweren Weste. Was ist denn noch wichtig, wenn ich sage, ich möchte mich als Polizistin bewerben? Ja, also neben dem sportlichen Aspekt und natürlich auch die psychologische Geschichte, bestimmte Sachen auszuhalten. Und, die Studenten müssen rechtssicher sein, sollten Grundkenntnisse in der Psychologie haben, in der Soziologie. Interkulturelle Kompetenz spielt auch eine wichtige Rolle, wenn es um Menschen mit Migrationshintergrund geht, die festgenommen werden, die vielleicht der deutschen Sprache noch gar nicht so mächtig sind. Die Studenten, muss ich echt sagen, müssen echt viel leisten. Ganz oft werden Polizisten auch beschimpft, bespuckt, angegriffen. Das macht doch was auch mit mir als Person, Ja, oder? das passiert. Und also es gilt natürlich auch, je nachdem, wo man eingesetzt wird, sich eine dicke Haut wachsen zu lassen. Wenn man sich vorstellt, im Nachtdienst zu einer größeren Schlägerei zu fahren, wo man vielleicht weiß, man hat vielleicht nur eine zweite Streife als Unterstützung. Man fährt erst mal hin, Glasscheiben liegen auf dem Boden, Personen kommen einen mit zerrissenen T-Shirts entgegen, bluten vielleicht, wo man erst mal sortieren muss, wer ist denn jetzt hier gut, wer ist denn jetzt hier böse, wer wird mir gefährlich, wem muss ich vielleicht sogar Erste Hilfe leisten, Rettungsdienst ist noch nicht vor Ort. Da gibt es Situationen, die heftig sind und die Polizeibeamten vor Ort müssen schnell und sofort entscheiden.
Und das hoffen wir im Bereich Einsatztraining den Studenten beizubringen. Aber wie kommt es dann zu solchen Szenen wie in Frankfurt, wo auf einen am Boden liegenden Menschen eingetreten wird? Erschreckende Bilder, die bei mir Fragen aufwerfen. Wie geht's dir damit, wenn du das mitbekommst? Wenn jemand auf dem Boden liegt, tritt, das lernen wir so nicht. Was ich immer total schade finde, dass man in diesen Portalen, wenn man das so hochguckt, immer nur diese Auszüge findet. Also genau diesen Moment und man weiß gar nicht, was vorher vorgefallen ist oder was vielleicht verbalisiert wurde. Also wir versuchen unseren Studenten, also das ist unser großes Ziel, unser großer Schwerpunkt, unmittelbaren Zwang oder eben Gewalt auszuüben, nur wenn es tatsächlich notwendig ist. Und eben im Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Und klappt das auch so gut? Also bei all diesen Herausforderungen und Anforderungen bewerben sich auch genug? Es dürften sich noch mehr bewerben. Genau. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist definitiv Bedarf da. Ja. Also wir brauchen Polizisten, Polizistinnen. Ja. Vielen Dank schon mal für diesen Einblick. Ich habe es sehr genossen mit euch beiden. Ihr seid ja super sympathisch, hat echt Spaß gemacht. Und so prinzipiell jetzt nach dem Tag mit euch kann ich mir das eigentlich erstmal auch vorstellen. Ja, vielleicht mal länger in so eine Uniform zu schlüpfen. Der Beruf ist unglaublich vielseitig. Also es gibt ganz viel, was man machen kann. Trotz alledem muss ich sagen, mir fällt es doch schwer, mir das jetzt wirklich so richtig vorzustellen, weil ich doch immer diese negativen Schlagzeilen im Kopf hätte. Rechtsextreme Chatgruppen aufgeflogen. Durchsuchung wegen rechtsextremer Chats. Polizist wegen rechtsextremer Äußerungen suspendiert. Extreme Polizisten. Alles nur Einzelfälle? Und wie viele Einzelfälle ergeben ein strukturelles Problem? 2018 in Wiesloch, Baden-Württemberg. Angriff auf eine türkeistämmige Familie im Eiscafé. Gewalt, rassistische Parolen, Hitlergruß. Einer der Beteiligten ist zur Tatzeit Mitarbeiter der Polizei. November 2018, Kirtorf im Vogelsberg. Auf einem Dorffest grölen zwei Brüder Nazi-Parolen, fallen durch rassistische Äußerungen auf. Die beiden sind Polizeibeamte. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung finden die Ermittler unter anderem Wehrmachts- und SS-Uniformen. Frankfurt 2018. Die Anwältin Seda Bashai Yildiz erhält eine Morddrohung, unterschrieben mit NSU 2.0. Sie hatte Opfer rechtsradikaler Gewalt im NSU-Prozess vertreten. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf und gerät selbst in Verdacht. Kurz vor dem Drohschreiben wurden private Daten der Anwältin von einem Polizeicomputer auf dem 1. Revier in Frankfurt abgefragt. Die Ermittler stoßen auf eine Gruppe von 6 Beamten. Diese haben untereinander rechtsextreme Inhalte über WhatsApp ausgetauscht. Rechtsextremismus bei der Polizei ist kein neues Problem. Was früher unter der Hand zwischen Kollegen kursierte, wird zunehmend in Chats ausgetauscht und dadurch nachweisbar. Beispiel: Anfang 2020 in Lahr. Eine Gruppe Polizeischüler fliegt auf. Sie hatten im Chat rechtsextreme Nachrichten ausgetauscht. Bundesinnenminister Horst Seehofer hält 99% der Beamten für verfassungstreu und meint, dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben. Anlass ist die Vorstellung des Lageberichts Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden im September 2020. Der Verfassungsschutz zählte dabei die Verdachtsfälle von Rechtsextremismus im Zeitraum von mehr als 3 Jahren. Der Bericht kommt auf 58 Fälle in den Sicherheitsbehörden des Bundes, 319 in den Polizeien der Länder und über 1000 in der Bundeswehr. Nun soll eine bundesweite Studie untersuchen, wie gravierend das Problem mit dem Rechtsextremismus bei der Polizei wirklich ist. Wann die angekündigte Studie kommt und wie sie dann konkret aussehen wird, bleibt abzuwarten. Hoffentlich nicht so wie die kürzlich erstellte hessische Studie. Der Fragebogen wurde entschärft, heikle Fragen gestrichen. Aus Angst, die Polizei vorzuverurteilen, sagt Ursula Birsel, die im wissenschaftlichen Beirat saß. Warum tun sich die Zuständigen so schwer mit den Themen Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei, will ich von ihr wissen. Also wenn sich herausstellen sollte oder würde,
dass es durchaus ein bestimmtes extrem rechtes Einstellungspotenzial in der Polizei oder in Polizeien oder in Sicherheitsbehörden insgesamt gäbe, würden nochmal ganz andere Maßnahmen erforderlich. Also es ist ein hochsensibler Bereich und wenn sich das rausstellen würde, dann ist ja auch immer die Frage, mit welchem Vertrauensverlust hat man es dann unter Umständen auch in der Öffentlichkeit zu tun. Also so könnte ich mir das Denken dabei dann vorstellen. Ich würde eher sagen, wenn man das transparenter macht, kann man auch wieder Vertrauen stärken. Und was müsste passieren, damit die Polizei transparenter wird? Ich glaube, im Augenblick wird schon nach meiner Einschätzung ein ganz guter Weg gegangen, dass all das jetzt öffentlich wird, was aus dem Lagebericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu extrem rechten und rassistischen, antisemitischen und auch antifeministischen Vorfällen im Übrigen mittlerweile bekannt ist oder gemeldet wurde. Dass es in Hessen einen Sonderermittler gibt, der sicherlich keine einfache Arbeit hat, aber dass es jetzt sozusagen schon Maßnahmen gibt und dass diese halt auch öffentlich diskutiert werden, finde ich, ist erst schon mal ein erster guter Schritt. Das ist ja durchaus auch ein Argument, was immer wieder gebracht wird, dass viele Polizistinnen und Polizisten erst im Laufe des Berufs immer rechter werden, weil sie dann gewisse Erfahrungen machen, die sie dann auch in diese Denkweise hineintreiben. Ja. Stimmen Sie dem zu oder sagen Sie, das ist schon vorher da? Ich würde nicht unterstellen, dass das schon vorher da ist oder in einem überproportionalen Sinn da ist. Es gibt schon Hinweise darauf, dass die Arbeitssituation, die Arbeitsbelastung schon immens ist. Und es könnte sein, dass sich das dann in der Tat im Berufsalltag entwickelt. Deswegen gibt es ja auch die Vorschläge, dass man Polizistinnen und Polizisten nicht zu lange in Direktionen lässt oder in Bereichen belässt, die besonders belastbar sind, sondern sie auch durchaus wechseln lässt in andere Bereiche polizeilicher Arbeit, sodass sie auch andere Erfahrungen machen können und nicht immer unter belastenden Bedingungen arbeiten. Stellen wir mal dahin, ob es ein strukturelles Problem ist, ob es viele PolizistInnen betrifft oder wirklich nur Einzelfälle. Aber was können wir machen oder was muss auch die Polizei machen, um diesen rechten Gruppierungen entgegenzuwirken? Das passiert schon teilweise, aber da muss man, glaube ich, noch mal stärker dran. In der Ausbildung selbst, also in den Polizeiakademien und Fachhochschulen, da noch mal stärker genau auf diese Fragen eingehen. Und da geht es gar nicht mal darum, über das Grundgesetz aufzuklären und über die Aufgaben der Polizei, sondern genau auch die Studierenden dann zu befähigen, zu reflektieren, wie sie gesellschaftliche Verhältnisse einzuordnen haben und auch ihren beruflichen Alltag, also sozusagen kritische Urteilskraft entfalten zu können. Und dann sicherlich auch, dass Möglichkeiten geschaffen werden, dass da, wo es diese Vorkommnisse gibt, dass diese auch aufgedeckt werden und verfolgt werden können. Ich habe Menschen kennengelernt, da bin ich froh, dass sie bei der Polizei sind, weil sie für uns, für den Rechtsstaat, den Kopf hinhalten. Kein leichter Job. Respekt. Die Frage, was da schief läuft bei der Polizei und wie groß das Problem ist, darauf muss jetzt genauer geschaut werden. Auch um derer willen, die ihren Job korrekt machen. Denn die Polizei ist nicht irgendwer. Die Polizei soll unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat schützen. Deswegen dürfen und müssen wir sogar besonders hohe Ansprüche und Erwartungen an die Polizei haben.